So, einen wunderschönen guten Morgen. Wir starten in die neue Woche und ja, ich habe jetzt ein paar Tage nicht gevloggt, war viel los. Aber ich kann euch erzählen, was los war. Wir haben richtig geschafft. Ja, wir haben jetzt knapp 300 Hektar auf der Uhr. Wir haben jetzt gleich werden wir den Sortenversuch anlegen. Dieses Jahr mit IG Saatbau. Und im Anschluss legen wir die Sojabohne. Dann legen wir die Sonnenblume. Ja, 5 Hektar Sojabohne, 5 Hektar Sonnenblume. Dann haben wir noch 13 Hektar Mais. Dann ist das abgeschlossen. Und dann legen wir noch 50 Hektar Bohnen hinterher auf ein Mais-Bohnengemenge. Wir legen dann genau zwischen den Reihen. Ja? Und ich habe jetzt dem Mais 3 Tage Vorsprung gegeben, dass er sozusagen ja, die 3 Tage schon mal ein bisschen eher aus der Erde ist. Es war warm, aber denke ich mal, das kann man machen. Und demzufolge machen wir das im Anschluss als letztes. Also wir wären spätestens morgen fertig. Ja, morgen ist Dienstag. Heute würden wir passend eine Woche legen. Wir waren, ja, einen Tag konnten wir leider einen halben Tag nicht, aus privaten Gründen. Ja, und den Rest erzähle ich dann euch auf dem Acker. So, wo waren wir stehen geblieben? Ja, wir haben richtig gut geschafft und wir haben auch so ein bisschen unsere Erfahrung mit der Prisea gemacht. Die läuft richtig gut. Wir hatten einen Tag ein paar Schwächen, aber dazu kommen wir später glaube ich in der nächsten Folge erkläre ich euch das nochmal gründlich, wo es Probleme gab und wie man die ganz einfach beheben kann, was wir so nicht wussten. Genau, also gehen wir jetzt erstmal raus und legen erstmal los. So, da liegt das Soja, die Sojabohne für nachher. Detlef dreht schon die erste Runde. Wir haben schon 2 Sorten gelegt. Und heute haben wir tatkräftige Unterstützung. Vielleicht stellst du dich einmal noch mal kurz vor. Wir hatten ja schon das Vergnügen bei den Dinkel und Emma haben wir uns ja schon mal in der AKF über die Sorten unterhalten. Ja, stell dich doch noch mal kurz vor, bevor wir jetzt hier anfangen. Ja, ich bin Stefan Kleinmeier und bin hier der zuständige Mitarbeiter der IG Pflanzenzucht in der Region und ja, für alle Kulturen Ansprechpartner in Mecklenburg-Vorpommern. Genau. Wir haben dieses Jahr das Vergnügen und machen einen Sortenversuch zusammen. Detlef zieht da jetzt schon mal seine Bahn. Wir haben da vorne schon mal 2 Sorten angefangen. Wir haben hier insgesamt dieses Jahr 10 Sorten. Ja, wir haben die jetzt schon mal hier aufgereiht. Den Amello zum Beispiel, den findet ihr bei mir auch im Anbau, über 100 Hektar. Und ein Kreativ, glaube ich, hatten wir auch dabei. Der läuft da hinten hin. Er muss das schnell abstecken, ist richtig. Er steckt das erstmal schnell ab, damit wir das Ganze gleich nicht aus den Augen verlieren. Genau, dieses Jahr haben wir es auch ein bisschen smarter gemacht. Dadurch, dass die Maschine Section Control hat, haben wir natürlich ganz andere Möglichkeiten. Wir fahren 4-mal Vorgewende. Normalerweise, wir sind 3-mal gefahren jetzt hier. Das 4. Mal würde noch kommen. Und dann habe ich das so eingestellt in der Maschine, dass wir 28 Meter Vorgewende haben. Das heißt, wir legen bis hier und die Maschine lässt automatisch aus bis ungefähr, wo die Fähnchen anfangen. Und ab da fängt dann der Sortenversuch an. Das hat den Vorteil, dass wir einfach schön Platz haben später, um uns die Sorten anzugucken. Genau. Jetzt lass uns doch noch mal zu den Sorten gehen. Ich habe gerade schon gesagt, den Amello habe ich ja im Anbau mit über 100 Hektar. Und Kreativ, haben wir den auch im Sortenversuch? Kreativ haben wir im Sortenversuch und im Anbau bei dir auch. Ja, genau. Und im Anbau auch 70 Hektar oder so? Ja, so in dem Dreh. Genau. So, erzähl uns doch mal die Highlights. Wo fangen wir denn an mit der Reifezahl? Wir haben da angefangen. Die haben wir schon jetzt gelegt. Wir haben im Prinzip angefangen von 200 und gehen hoch bis auf 180 von der Reifezahl her. 280. 280, ja, Entschuldigung. Ja. Genau. Genau, aber hier kann man schon mal wieder einen schönen Sortenvergleich zeigen. Wir haben hier die eine Sorte, ja, von den Körnern. Vielleicht magst du die mal rausholen. Einmal die Körner. Ja, was das teilweise für ein Unterschied ist. Ich hoffe, man sieht das in der Kamera, weil viele fragen immer, wie viel passt denn eigentlich in den Saattank rein? Wie viel Hektar? Und das macht einen riesen Unterschied, wie groß die Körner sind. Da kann man zwischen 10 Hektar bis 40 Hektar alles in einem Saattank haben, ja? Das ist wohl so, aber macht, sage ich mal, die Korngröße hat jetzt gar nichts mit der Qualität zu tun. Also kleine Körner sind genauso vital wie große Körner. Da ist ja. Das ist kein Problem. Der 200er, ist es eher gedacht als so ein Zweitfruchtmais oder?
Das ist ganz unterschiedlich von Region zu Region. Die Sorten laufen ja über ganz Deutschland und wir haben 200er zum Beispiel im Erzgebirge, in den höheren Lagen ganz normal im Anbau. Hier ist es wahrscheinlich eher ein Zweitfruchtmais. Ja. Ja. Ist jetzt auch eine ganz neue Sorte. Glenoe ist jetzt das erste Jahr im Vertrieb. So ein paar Probeeinheiten sind aktuell auch erst im Umlauf jetzt in Deutschland. Ich glaube, wir haben 200 Einheiten davon jetzt draußen. Wir lernen die Sorte selber kennen in diesem Jahr auch und ja, soll an sich eine sehr hohe Trockenmasseleistung haben für die frühe Reife und ein ausgeglichenes Stärke-Energieverhältnis. Ja, dann kommen wir zu der nächsten. Wir können ja grob immer jede Sorte mal einmal kurz ansprechen. Wie es nachher richtig aussieht, das gucken wir uns noch mal in der AKF an. Genau. Letztendlich bringt ja nicht viel, wenn wir jetzt hier durchreden, hat großen Kolben und haben, am Ende haben wir gar keine Sorte vor Augen, wie die richtig aussieht. Also ich habe schon bewusst die Sorten ausgewählt hier für die Region. Einfach, das sind Sorten mit einer zügigen Jugendentwicklung und mit einer guten Qualität und mit einer guten Trockentoleranz für die Standorte eben auch hier oben. Also was kann man eigentlich für alle Sorten, die hier so stehen, schon mal verallgemeinern? Zügige Jugendentwicklung, gute Qualitäten. Ja. Schöne Kolbenentwicklung. Schöne Kolbenentwicklung. Haben wir auch den klassischen Biogasmeister, also so richtigen Massetyp dabei? Den letzten, das ist Sorte Gem, 280 von der Reifezahl her, 250 im Korn, schöne Spreizung, das heißt sicherer Stay-Green-Typ, hohe Trockenmasseerträge und wirklich sehr kolbenbetont die Sorte. Ja. Also das spricht schon mal für eine wirklich gute energetische Silage. Okay, für die jetzt nicht wissen, was heißt Stay-Green-Typ? Heißt im Prinzip, der Kolben reift richtig schön ab, der bringt Trockensubstanz mit, die Körner werden hart, aber die Gesamtpflanze bleibt grün, damit es halt besser siliert. Die Pflanze reift gut durch, reift aus bis zum Ende, aber bleibt grün für die hervorragenden Siliereigenschaften. Und wir wollen natürlich nicht das Verholzen, die Lignifizierung dieser Pflanze, das heißt, wenn es grün bleibt, bleibt das Material auch weicher letztendlich. Ja? Genau. Der 280, dann haben wir hier weiter. Was ist er für einer? Er ist Spinetto, den du so interessant fandst vom Namen. Vom Namen her, Spinetto hat mich einfach angesprochen. Haben wir jetzt 270 von der Reifezahl. Also wir gehen jetzt langsam sozusagen, jetzt stehen wir am Ende und gehen runter. Spektrowert 260, Ismeri 250, mehr ein kornbetönter Typ. Ja. Kornbetonte Typen eigentlich immer wirklich sehr hochwertige Silagen auch. Aber eben auch so ein bisschen gedacht eben für den Süden. Sehr hohe Kornerträge wirklich, da zeichnet er sich wirklich ab. Und als nächstes, wie gesagt, den Amello, den werden wir bei dir auch im Anbau sehen. Amello, eine unheimlich interessante Sorte von der Reifespreizung, Silo 250 im Korn 220. Also wirklich ein sicherer Stay-Green-Typ. In beiden Nutzungsrichtungen auch zugelassen in Deutschland, im Silo und im Korn. Und, ja genau, und vielleicht nochmal als Alternative, man kann ihn auch sonst dreschen. Genau, man kann ihn auch dreschen. Also wir empfehlen ihn auch hier in der Region als Körnermais. Ja. Und bei guten Erträgen. Okay. Ja. Und den letzten, das war Kreativ, der hier steht, glaube ich? Den letzten, das ist der Kreativ, genau. Eine Sorte, die wir seit einem Jahr im Vertrieb haben. Unheimlich interessant. Und zwar ist er sehr, sehr trockentolerant. Also das, was wir gesehen haben auf leichten Böden, das ist Wahnsinn. Entwickelt auf leichten Böden. Großrahmige Pflanzen mit wirklich sehr, sehr guten Kolben. Also den empfehlen wir deutschlandweit für die Trockenstandorte. Bin ich gespannt. Das Schöne ist, in unserem Sortenversuch sehen wir ja alles sehr intensiv nebeneinander und dann sieht man tatsächlich sowas wie Trockenstress super. Ja, also das macht sich wirklich hervorragend. So, wir machen jetzt einmal wieder das Ganze einmal leer, füllen die nächste Sorte ein. Ich will euch das noch mal zeigen. Wir füllen auch nur einen Becher voll ein, hier so einen halben Becher. Ja, das spart uns hinterher so ein bisschen Arbeit, so einen halben Becher voll. Das spart uns Arbeit, dass wir nicht so viel Saatgut wieder rausholen müssen. Und am Ende packen wir einfach reihenweise das in die Saattanks und legen das halt aus. Ne? Dann haben wir halt einen ganz großen Sortenversuch auf den ganzen Flächen, aber im Gesamten haben wir dann ein bisschen weniger Arbeit und das klappt gut mit der Prisea, muss ich ehrlich sagen. Ich musste ja sonst immer eine Sorte in dem Saattank machen, dann den Saattank wieder sehr aufwendig leer machen. Jetzt fahren wir, bis das hier leer ist, die Seeeinheiten, und dann machen wir schnell noch einmal die Seescheibe raus, da sind vielleicht 5 Körner noch drin und ja, wir können das ja mal, wir filmen mal einmal Detlef auf den Händen. Ah, Detlef muss erst hoch machen. Oder ich kann euch das auch einmal schnell zeigen, wie wir das machen. Und zwar klicken wir hier das Ganze auf, ja, legen das beiseite, ziehen hier einmal die Seescheibe und jetzt haben wir hier unsere 5 Körner. Damit es schön sortenrein ist, machen wir wieder zu, zack, und ist fertig. Das Ganze machen wir jetzt hier einmal mit allen 12 Reihen. Und dann haben wir einen schönen reinen Sortenversuch und dann sieht das auch gut aus. So, wir sind jetzt bei den vorletzten beiden Sorten.
Und ja, es geht ratzi-fatzi. Also wir sind nicht mal 20, 25 Minuten hier. Und zu dritt geht das einfach sauschnell. Und mit der Presea geht das auch eigentlich sauschnell, weil man an den Seiten das nur ein bisschen sauber macht, leer. So. Genau, er kann die ja jetzt früher in den Boden machen, weil sie schaltet ja so oder so früher ab. Ja. Übrigens finde ich auch ein sehr schönes Arbeitsbild hier vom Striptill-Gerät im Gesamten. So, dann gucken wir uns das mal an hier. Magst du mal einmal? Warum liegt das so flach? Aber bestimmt ein Stein unter. Da haben wir sie. So. Dann packen wir noch wieder dazwischen. So. Übrigens, die Leute, die immer fragen, wo gibt's das? Dieses Brett hier gibt's bei Amazone. Andersrum. So rum war das. So rum war das. Bei Amazone könnt ihr das über den Landhändler bestellen. Wir haben hier 4 cm. Ein bisschen tiefer als 4 cm. So, 4 cm. So, wir hatten hier übrigens Weizen, dann war eine Zwischenfrucht und dann ist Striptill die einzige Maßnahme gewesen. Und bin eigentlich ziemlich zufrieden mit dem Arbeitsergebnis. So, eins, was ich euch gerne noch zeigen möchte, ist, ich habe jetzt hier ein Totalherbizid gefahren gehabt und das schon im Mai. Nee, Quatsch, im März. Das war schon Anfang März. Ja? Und wenn ich das nicht gemacht hätte, würde es hier so aussehen. Ja, das ist ganz schön eigentlich, blüht sogar ein bisschen. Aber haben wir folgende Problematik. Ja? Diese großen Kräuter, die sind A, sehr groß inzwischen und die klauen dem meist dann auch wirklich schon Wasser und Nährstoffe. Ja? Die hängen ja jetzt auch schon im Striptill drin und ziehen da schon richtig Stickstoff raus und das gar nicht wenig. Ja? Das ist der eine Punkt. Und zweitens, um diese Pflanzen nachher zu bekämpfen, brauchen wir viel, viel mehr Wirkstoff. Jetzt hier bin ich 300 Gramm gefahren von dem Totalherbizid. Ja? Die Praktiker wissen, von welchem wir sprechen. Und damit habe ich so ziemlich alles totgekriegt. Ja? Gut, hier ist jetzt der Bereich, wo die Spritze ein- und aussetzt. Das habe ich jetzt schon nachgestellt, dass sie jetzt ein bisschen früher schaltet. Und was wir jetzt haben, sind nur noch kleine Unkräuter und Sonnenblumen jetzt hier von dem Jahr davor, ne, die jetzt rauskommen. Wir dürften jetzt theoretisch, also nicht theoretisch, wir dürfen auch in der Praxis nicht nochmal das Totalherbizid fahren. Ja? Das ist begrenzt auf eine Anwendung pro Jahr, pro Fläche. Ja? Man hat es leider nicht auf eine Gesamtmenge gepackt. Man hat leider nicht gesagt, okay, man darf maximal 1 Kilo oder so. Ich glaube 1800 Gramm ist das Gesamte, was man überhaupt fahren darf pro Hektar. Ich bin jetzt hier 300 Gramm gefahren. Theoretisch mit nochmal 200 Gramm, 300 Gramm würden wir das hier alles sauber kriegen. Ja? Jetzt kommt der Mais ja schon raus. Ja? Das heißt, wir haben jetzt hier gar keinen Bedarf erstmal. Da ist er. Ja? Der ist vor einer Woche gelegt worden. Der kommt jetzt innerhalb der nächsten 3 Tage raus. Dann, wenn er bald im Zweiblatt ist, können wir schon die eigentliche Pflanzenschutzmaßnahme machen vom Herbizid. Und dann wäre der schon fertig und sauber. Ja? Jetzt ist es eigentlich gar nicht notwendig. Aber für die optimale Entwicklung vom Mais, vom Ackerbaulichen, müsste man sagen, okay, jetzt hier noch mal einmal blanken Tisch machen, ist ideal für die Pflanze letztendlich. Ja? Weil sie dann wirklich gar keinen Druck hat, irgendwie zu wachsen. Beziehungsweise gar keinen Unkrautdruck, der jetzt irgendwie hindert. Man könnte natürlich jetzt auch ein Vorauflaufherbizid fahren im Mais, die sind aber sehr, sehr teuer. Ja? Ich habe hier für die 300 Gramm 4,70 € ausgegeben. 4,70 € pro Hektar. Könnt ihr euch mal ausrechnen für eine Bodenbearbeitungsmaßnahme, wo wir da preislich liegen. Selbst mit einem flachen Bodenbearbeitung, ja, dann haben wir aber nicht hier diese Struktur, die den Boden jetzt hier quasi festhält und auch vor Sturm- und Platzregen schützt, so wie hier, ja, ihr seht das, wir hatten ja hier Regen, das sickert jetzt hier alles ein, sondern wir haben dann wieder 2-3 Mal bearbeitet, dann sieht das Ganze wieder so aus und dann haben wir wieder Boden, der wegweht und das wollen wir einfach nicht mehr. Ja? Ich habe nun mal einen Boden, der extrem erosionsgefährdet ist und zusätzlich mache ich ja mit beim erosionsmindernden Ackerbau-Förderprogramm in Mecklenburg-Vorpommern. Das heißt, die ganzflächige Bodenbearbeitung
ist in diesem Förderprogramm nicht mehr erlaubt. Ich darf es machen, keine Frage, aber dann darf ich die Flächen nicht beantragen und kriege dafür das Geld nicht. So, Leute, meine ehemalige Fläche, hier ein Stück meiner ehemalige Fläche. Jetzt kriegt ihr den ultimativen Vergleich neben geflügtem Land. Ja, Scheibenecke, glaube ich, geflügt. Scheibenecke da fährt sie nochmal. Bin gespannt. Wird ja noch ein bisschen trockener jetzt die nächsten Tage. Genau. Ich mache jetzt hier die letzte Bahn vom Vorgewende. Und dann haben wir nur noch 13 Hektar Mais und ist fertig. Ja. So, was ich euch auf jeden Fall zeigen wollte. Also, ein Problem, was wir hatten, dass der Motor ein Motor hat immer gesagt, Überlaststrom. So, die ganze Zeit. Und dann fing nachher der nächste an. Und habe ich dann umherprobiert und Motor an und aus und konnte mir nicht so richtig helfen. Bis ich so ein bisschen telefoniert habe und dann hat einer gesagt, du, pass auf, da wird Staub sein. Also hier geht's ja mit Staub, ne, bei uns. Aber wir waren bei einem Kunden und der hatte halt gegrubbert und war halt extrem staubig. Ne? Also wirklich, der ganze Trecker ist im Staub versunken. Und da muss es so sein, weil auch wir haben ja richtig feinen Sandstaub, der schmirgelt ja extrem, ja. Da hat sich die ganze Vereinzelung wohl, also in den kleinen Stellmotoren war dieser ganze Sand drin. Da habe ich das alles ausgepustet, ja, was auch gar nicht lange dauert. Und dann lief es ohne Probleme. Aber das ist so eine Problematik, das kannte ich vorher nicht, ja, von der EDX. Die ist natürlich ein bisschen uriger gebaut, ja, da hast du nicht diese Probleme. Aber wenn man das jetzt natürlich weiß, dann macht man das alle 2-3 Tage automatisch. Machst das ab, pustest mit aus, die kleinen Stellmotoren. Also das, was ich euch da gezeigt habe, wo man die Sehscheibe abnimmt. Da ist ja direkt dann der Motor von der Vereinzelung und da alles schön sauber pusten. Da war auch richtig viel Staub drin. Und dann ging es ohne Probleme. Und dann hatte ich noch eine Problematik. Anscheinend hat sich das Saatgut elektrisch aufgeladen oder so. Weil das konnte ich mir nicht so richtig erklären, weil es waren immer ein paar Meter Körner belegt und dann wieder ein paar Körner nicht belegt. Da habe ich einfach eine Prise Talkum überall in den Saattank reingemacht, tipp, so ein bisschen gepudert. Seitdem läuft sie wie ein Uhrwerk. Man kann sich übrigens das hier anzeigen lassen. Man tippt hier einmal rauf. Dann hat man hier die Abstreifermotoren. Der hat ja automatische Abstreifer. Das heißt, der stellt sich ja permanent automatisch selber ein. Vorteil, man kann hier in jeder Reihe eine andere Sorte fahren und der stellt jede Reihe einzeln ein. Und wenn wir uns das jetzt angucken hier, wir haben 75.000 Körner, die wir aktuell legen. Wir haben keine Doppelstellen, wir haben keine Fehlstellen. Diese beiden Werte könnt ihr mir gerne mal erklären, was die aussagen. Ansonsten der Abstreiferabstand hier 1 Millimeter. Und das können wir uns jetzt hier jede Reihe ansehen. Einfach, wie geil das Ding vereinzelt. Ja? Wir haben überall 0 Doppelstellen, 0 Fehlstellen. Und wir haben gerade in jeder Reihe eine andere Sorte. Ja? Wir haben den Sortenversuch drin und in jeder Reihe ist eine andere Sorte. Und das Ding rennt wie ein Uhrwerk. Und da muss ich euch wirklich sagen, wenn ihr euch ausrechnet, keine Ahnung, man braucht für eine Fläche 12,3 Einheiten, dann braucht ihr wirklich für die Fläche 12,3 Einheiten. Ihr braucht kein Saatgut mehr. Also mit der EDX hatte ich ja Section Control schon mal an den Keilen so benutzt, weil das ja extrem langsam geschaltet ist. Ja? Also in den normalen Flächen beim Ein- und Aus nicht. Hier lasse ich ja die ganze Zeit Section Control fahren. Das heißt, hier ist nicht eine Reihe doppelt. Und das merkt man. Was wir jetzt noch brauchen, ist definitiv noch Section Control, Einzelreihenschaltung beim Dünger. Ja, da sehe ich uns noch in Zukunft. Und dann sieht das ganz geil aus. Und vielleicht irgendwann in Zukunft 30 Spot, wenn das, glaube ich, auf 50er Reihe gibt. Da vielleicht die Kinderkrankheiten auch ausgemerzt sind. Viele fragen auch immer so, warum hast du keine gezogene genommen? Schlichtweg kann ich euch sagen, gezogene 6 Meter gibt es ab jetzt ja erst. Irgendwie seit einer Woche, 2 Wochen hat Amazon das veröffentlicht. Und das glaube ich auch nur in 75er, also noch nicht in 50er. Also dann wäre nur Horsch und Vedestat in Frage gekommen. Ja, letztendlich muss man sagen, der Draht zur Amazone war aber gut und die haben sich Mühe gegeben und die haben einen Top-Preis gemacht. Ja? Eine gezogene liegt ungefähr 30.000 bis 40.000 Euro über die 3-Punkt-Maschine. Ja? Das heißt, das muss man erstmal mitverdienen. Ansonsten ist ja die Aggregate oder so, die kann ja nicht mehr. Die wird ja einfach nur gezogen. Ja? Und ich habe das damals ausgeschlossen, weil das ist für mich unflexibel, habe ich gesagt. Ja, das ist auch unflexibler. Schlichtweg muss man sagen, wir haben jetzt mit dieser Maislege in diesem Jahr schon 1100 Hektar gemacht in dieser Kombination. Das heißt, dieser Trecker bleibt natürlich auch eine ganze Weile davor und das ist ja so geplant. Und die Flexibilität habe ich mir halt zurückgeholt, indem ich mein 800er Fan zu einem Spritztrecker gemacht habe mit RTK. Ja? Dadurch kann der hier permanent vorbleiben und dadurch, dass ich kein Grünland mehr habe und jetzt auch nicht irgendwie noch mähen muss, habe ich die Möglichkeit.
Diese Kombination, muss ich aber ehrlich sagen, je länger die ich fahre, wir haben jetzt hier 300 Hektar weg, je länger ich damit fahre, desto mehr Spaß macht das, weil sich das wie ein Selbstfahrer fährt. Das ist extrem wendig, der Teil. Ja? Du kommst super in die Ecken und gerade am Vorgewende merkst du richtig die Vorteile. Also du machst richtig Hektar mit dem Ding hier. Ja? Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich wüsste jetzt auch nicht, wenn man noch mal vor der Frage steht, ob Central Fill, also ein Tank oder mehrere Einzeltanks, ob ich sagen würde, ein Tank ist geiler. Weil mir gefällt das hier gut. Du kannst das wunderbar alleine befüllen. Ja, wenn du alleine bist. Wir haben es letztens sogar einmal mit Big Bag gefüllt. Da muss halt einer den Telelader fahren und einer hält unten den Big Bag zu. Geht aber auch ratzifatzi und schnell. Und du kannst hier so Sorten nebeneinander packen. Und wir haben fast den ganzen Mais nicht, aber wir haben relativ viel Mais. Die Hälfte mit zusätzlicher Nährstoffbeize gedüngt. Oder mit Nährstoffbeize ausgebracht, da sind die Körner dann schwarz-blau. Ja, die haben wir selber angebeizt. Und wir haben die andere Hälfte normal ausgebracht. Und so eine Möglichkeiten hast du hier. Mit einem Saattank kannst du einfach nicht dieses klassische Nebeneinanderstellen machen, so was wir jetzt gemacht haben. Ne? Finde ich persönlich geil, auch wenn eine Sorte alle war, haben wir gesagt, okay, wir machen die Sorte bis da noch fertig und dann machen wir schon eine neue Sorte rein und dann hast du halt mal einen anderen Blick. Also mir gefällt das gut mit den Einzeltanks, um ehrlich zu sein. Also ich finde das gar nicht so schlecht. Auch jetzt gerade beim Sortenversuch war eigentlich eine geile Sache. Jo, so ich habe jetzt gleich noch ein paar private Termine und dann geht's ja weiter beim anderen Schlag mit Mais liegen. Und dann, genau, das wollte ich euch noch zeigen. Und dann gucken wir mal, glaube ich, im nächsten Video gucken wir, glaube ich, mal auf die Bedienung. Dann zeige ich euch noch mal die Bedienung. Inzwischen sehe ich hier auch ein bisschen durch, muss ich ehrlich sagen, nach ein paar Hektar. Aber es ist auf jeden Fall super intuitiv, das Ding hier. Also bewegt sich. Er bedient sich wirklich hervorragend. Also ich will nicht zu viel loben, aber mir gefällt die bis jetzt wirklich gut. War zuverlässig. Das Einzige, was wir haben, da sind so eine Federn hinten an der Andruckrollen. Und die brechen am laufenden Band. Ich weiß nicht, wir wissen noch nicht, ob schon neue Federn gebrochen sind, die wir da angebracht haben, oder ob das alles bis jetzt die alten waren, vielleicht war das eine schlechte Charge. Aber die Federn sind an den Andruckrollen. Und ich habe jetzt gekauft 5 Stück schon. 5 Stück, 2 sind noch Ersatz. Also 3 sind gebrochen. Ja, also könnt ihr gerne mal sagen, wie das aussieht. Ich habe jetzt aber auch mit ein paar anderen Amazone-Fahrern gesprochen. Mit der Presea. Und da sind welche mit ein paar tausend Hektar. Die haben gesagt, nö, nicht eine Feder bis jetzt. So. Von daher, ja, habe ich eine schlechte Partie erwischt. Ich weiß es nicht. Und das ist auch, das kann man sagen, liegt an deinen Steinen, dann ist der Ruck zu doll. Nee, auch auf einem anderen Standort oder in Sachsen-Anhalt ist es halt so, dass da keine Steine sind und dass da trotzdem die ganze Zeit bricht. Genau. Ja, und ihr fragt dann mal, was hat das mit dem anderen Betrieb auf sich? Ja, im Prinzip ist das mein Kooperationsbetrieb nach wie vor. Ist dieselbe Person immer wieder mit dem 8RX, mit dem neuen X9. Also es ist ein und dieselbe Person jetzt seit 2 Jahren, mit der wir da zusammenarbeiten und ja, Kosten reduzieren wollen. Ah, genau, hier hatte ich schon ausgemacht. So, das heißt, das hat es damit auf sich. Ganz einfach. So. Dann klappen wir zusammen. Musst du hier durchschalten. Ja, hier hast du hier so eine hier zusätzliche Ballastierung zum Druck geben und das ist klappen und dann können wir hier ganz einfach einklappen und das war dann auch, ja. Also das war das Einzige von außen, diese Schilder, die man immer wieder umklappen muss. Das vergesse ich jedes Mal, Leute. Da komme ich noch nicht drauf klar. Aber das kann man wohl nachrüsten, dass das hydraulisch geht. Brauche ich vielleicht auch. So, Arbeitsbild sieht gut aus. Ich bin echt zufrieden, wie das jetzt aussieht dieses Jahr. Schönes Arbeitsbild. Ich war auch jetzt die letzten Nächte noch, vorletzte Nacht war ich noch bis 2 Uhr unterwegs und habe noch 70 Hektar nochmal totgespritzt. Die Altunkräuter, da war ich dieses Jahr noch gar nicht. Und Mais nach Sonnenblumen und Mais nach Mais. Beim Mais nach Sonnenblumen wollte ich warten, bis da wirklich eine gute Welle von den Sonnenblumen mit hochkommt. Und bei dem Mais nach Mais war das Anfang gar nicht so schlimm, aber jetzt kommen da so Gräser mit Hochrispe und sowas. Den Mais nach Mais hätte ich vielleicht früher schon wegspritzen müssen, dann ist das einfach sauberer, dann hat man einen besseren Feldaufgang. Ja, und wie gesagt, Mais nach Sonnenblumen ist eigentlich ein bisschen schwieriger, weil
je früher du die Kräuter bekämpfst, desto besser ist es, desto kleiner sind die, desto sauberer ist die Fläche letztendlich auch. Und ja, das ist so ein bisschen der Zwiespalt, aber dann kriegst du diese ganze Sonnenblumenwelle nicht mit, die dann hochkommt und die ist krass. Ja. So, von daher, ich fahre erstmal zum Hof, Leute.